Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns das Werwolf-Set an. Das beste Set in Assassin's Creed Valhalla, Stand August 2021. Es lohnt sich auf jeden Fall auch noch dran zu bleiben, denn wir schauen uns die anderen Cosmetics an, das Schiffsset, die Siedlungsbelohnungen. Also bleibt gerne dafür hier dran. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed News, aber auch Guides wie diesen hier zum Beispiel. Dennoch gibt es aber auch Rätsel und Lore-Infos, wie zum Beispiel das Rätsel hier, was ich gemeinsam mit Access the Animus gelöst habe, zu der ISO-Höhle. Schaut da gerne mal rein. Aber jetzt springen wir zum ersten Teil des Werwolf-Sets. Zwei Dinge vorab. Ihr könnt natürlich nach vorne spulen, wenn ihr keine Lust auf die Siedlungsbelohnungen habt und gleich das Rüstungsset sehen wollt. Außerdem, kleiner Reminder, bitte kauft euch nicht diese Sets. 15 € für ein Set ist krass teuer. Ich mache es, um euch am besten zu zeigen, was sich am ehesten lohnt. Von daher nur wirklich kaufen, wenn ihr das Geld wirklich habt. Oder wenn ihr sagt, ach, das ist mir eigentlich egal. Ich will nur ein schönes, schickes Outfit oder nur eine schöne Siedlungsbelohnung. Aber jetzt legen wir los mit den Siedlungsbelohnungen. Wir fangen nämlich hier mit dem Siedlungsbaum an und der heißt Wandlerbaum. Und dort sehen wir einen wunderschönen Baum mit einem Werwolf, der aus der Rinde herausragt. Finde ich ganz geil gemacht. Die Blätter an sich, der Baum an sich sieht jetzt ganz unspektakulär aus. Was aber spektakulär ist, ist die Lava oder das Leuchten, was dahinter ist. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist oder was es bedeuten soll. Wenn ihr es wisst, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Als nächstes kommen wir zu den Siedlungsbelohnungen. Hier habt ihr die Werwolf-Statue. Finde ich ganz nice mit dem Effekt, dass hinten am Rücken so ein bisschen Rauch entsteht. Finde ich ganz cool. Hätte mir eigentlich gewünscht, dass es leuchtet, so wie auch zum Beispiel dieses ISO-Gebilde hinter der Siedlungsbelohnung, was ihr gerade im Video seht. Da leuchtet ja auch die Schrift. Das hätte ich mir auch gewünscht, gerade für die Augen oder so, aber da kommen wir später nochmal dazu. Als nächstes haben wir hier einen Runenstein, den Mondsteinriesen. Den fand ich auch ganz cool mit diesem blauen Kristall. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Hätte ich mir auch gewünscht, dass es im Dunkeln leuchtet. Ihr seht ja hier auch bei Nacht leuchtet da leider gar nichts. Das wäre ein richtig geiler Effekt geworden. Aber trotzdem, ja, ein bisschen Kontrast in der Siedlung mag ich gerne. Ein bisschen Farbe, nicht immer so grün, wie ihr hier im Hintergrund seht. Ganz nett. Die vorletzte Siedlungsbelohnung ist ein bisschen traditioneller, eine einfache Statue von einem Werwolf, der in den Himmel heult und darunter liegt seine Beute, sein Hirsch, den er gerissen hat. Finde ich ganz nett, aber jetzt nicht so special wie die anderen leuchtenden Effekte. Die letzte Siedlungsbelohnung heißt Manis Leuchtfeuer. Mani ist der Gott des Mondes übrigens. Und hier muss ich sagen, klasse Siedlungsbelohnung. Alleine dafür, wenn ihr die irgendwie bei Reda bekommen solltet, dann schnappt sie euch. Ich finde sie sehr schön. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kristalle vielleicht leuchten. Ja, selbes Ding wie mit dem Wolf. Aber wirklich eine sehr schöne Belohnung. Und wenn man sie im Mond hält und der Himmel vielleicht klar wäre und nicht bedeckt wäre von Blättern, würde das noch krasser aussehen. Kommen wir nun zum nächsten Teil des Werwolf-Sets, dem Schiffsset. Und hier haben wir ja ein wunderschönes Set, das kennen wir auch schon aus den Leaks, die Any Reloads mit Pedda gemeinsam rausgehauen haben. Und da sehen wir natürlich vorne einen Werwolf, der, ja wie es aussieht, eine ganz schöne Menge Rauch entwickelt von seinem Rücken oder seinem Mund. Ich weiß es noch nicht ganz. Das sieht ein bisschen ungünstig aus, weil der Rauch halt durchs Segel geht. Das finde ich ein bisschen schade. Und hinten am Heck haben wir einen Werwolf, der gerade eine Frau auffressen möchte, höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht ist es die Frau aus Assassin's Creed Odyssey, aus dem Atlantis DLC, falls die wer noch kennt. Und ja, ich drehe auch gleich durch, weil die Kamera hier gerade rumspinnt. Aber das ist nicht euer Thema. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Schilde an, weil die finde ich am besten tatsächlich vom gesamten Set. Das Segel ist auch ganz nett mit dem Wolf drauf. Allerdings habe ich hier auch ein Foto gemacht, das seht ihr gerade, finde ich das klasse, dass diese Augen so leuchten. Und ich frage mich, Ubisoft, wieso habt ihr das nicht auch bei den anderen Siedlungsbelohnungen gemacht? Das wäre eigentlich relativ easy gewesen. Ja, hier ein wunderschönes Bild. Ratet es mal von 0 to 10. Würde mich auf jeden Fall mal fragen, was ihr da haltet von diesem Bild. Finde ich klasse. Neben dem Rüstungsset gibt es natürlich auch noch Flug- und Reittiere. Und da haben wir einen Bären als Reittier, den wir auch zum allerersten Mal in Paris DLC bekommen haben. Dieser ist aber besonders. Der hat nämlich an der Seite so rituelle Zeichnungen drauf. Finde ich ganz geil. Finde ich ganz nice. Ein bisschen was Besonderes. Und er hat vorne auch einen Mond auf seiner Stirn drauf. Und der Rabe ist kein Drache diesmal, sondern es ist ein Rabe. Ja, das ist mal wieder normal. Hat auf dem Flügelrücken und auf seinem Rücken dieselben Zeichnungen wie der Bär an der Seite. Nachts habe ich das auch schon getestet, das leuchtet leider gar nicht. Ja, wieder mal der Punkt, Leuchten ist immer geil. Leuchten ist immer cool, zumindest bei so Cosmetics, finde ich. Auch wenn es nicht so viel mit dem Wikinger-Zeitalter zu tun hat. Aber wir sind ja eh schon in der ganzen Manege drin, dass alles leuchtet. Da können wir auch weitermachen damit.
Freunde, bevor wir uns jetzt aber dem Rüstungsset widmen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Dränger-Daumen nach oben da lasst. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall supporten. Und jetzt legen wir los mit dem Rüstungsset. Finde ich das beste Rüstungsset, was Valhalla uns bisher gegeben hat im Shop, muss man ganz klar sagen, denn es hat geile Stats. Und zwar haben wir bei den Stats 2 Punkte. Während des Tages wird Tempo erhöht, Angriff in der Nacht. Und während des Tages wird Schleichangriff weiter erhöht, Gesundheit in der Nacht. Das heißt also, am Tag seid ihr schneller und macht mehr Schleichangriffsschaden, der allerdings unrelevant ist, um ehrlich zu sein. Denn in der Nacht wird der Angriff erhöht und die Gesundheit erhöht. Das heißt also, ihr habt einen Angriffsbonus und ihr habt einen Gesundheitsbonus und seid damit eigentlich schon mal gut gewappnet, um im Nahkampf Gegner zu besiegen. Wenn wir uns dann die Waffe angucken, Mondesschnitt, dann haben wir hier den Effekt, Nahkampfschaden wird abhängig von getroffenen Gegnern erhöht. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Ich denke mal, je mehr Gegner man trifft, desto höher wird der Nahkampfschaden. Ja, der geht 10 Sekunden und das kann man 3-mal wiederholen. Und man bekommt einen Bonus 13,3 bis 40 Punkte mehr Nahkampfschaden und das ist schon eine ganz schöne Menge. Zu den Stats hier links, Angriff, Tempo, Betäubung und so weiter. Damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Finde aber gleich im Beispiel zeige ich es euch, dass man bei Nacht die Gegner komplett rasiert. Und das habe ich anhand eines Beispiels gemacht, nämlich die Rebellenkonvois, die bei mir Totenkopfgegner sind. Ja? Die gehen ja ein wenig höher, was das Level angeht und sind auch sehr, sehr schwer zu besiegen. Und da seht ihr, wie sehr ich die Leute rasiere. Und endlich mal, Leute, ein Schild, was wirklich Sinn macht, ja. Halbmondschild sieht erstmal geil aus, ist bestimmt sehr, sehr leicht und vor allen Dingen auch, Nahkampfschaden wird durch Paraden erhöht. Also hier die Waffen, ganz klarer Fokus auf den Schaden und den Angriff und das kann man 3-mal wiederholen, geht 15 Sekunden lang und da bekommt ihr einen Bonus von 10 bis 30 Nahkampfschadenpunkte. Und das ist wirklich ein Schild, ja, Paraden, das macht man immer. Ich pariere immer. Es gibt ja viele Schilde in der Vergangenheit, wo man blocken musste, wo man quasi die Paradetaste bzw. Blockentaste halten musste. Das hatte gar keinen Sinn gemacht, finde ich. Und das ist wirklich ein sehr, sehr nices Schild. Auch das Schild vom Jörmungandr Set. Dazu mache ich dann morgen ein Video. Aber das nur dazu. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze bei Tag ist, wenn wir kämpfen, und wie das Ganze bei Nacht ist, wenn wir kämpfen. Ja, ihr seht hier, mit dieser Sense habt ihr sowieso auch wie mit den anderen Sensen einen echt guten Rundumschlag und eine sehr hohe Range. Aber trotz, dass die Gegner auf Totenkopf sind, kann ich die halbwegs gut besiegen, aber es dauert ein bisschen. Ich nutze da gerne natürlich Feuer, ganz klar. Ja, mein Feuereffekt, um die Gegner um mich herum in Flammen aufgehen zu lassen. Aber tatsächlich, bei Tag dauert es sehr lange, um die Gegner zu besiegen. Jetzt bei Nacht, und das ist ja echt ein krasser Punkt, bei Nacht müsst im Grunde nur meditieren. Bevor ihr auf eine Mission geht, ihr meditiert und dann habt ihr eigentlich wirklich ein Monster-Set. Ja, selbes Spiel. Ich habe hier einmal Feuer angemacht in die Runde, einmal einen Schlag rundum und die meisten Gegner brennen schon alle und sind quasi, ja, down in wenigen Sekunden. Du machst extrem viel Schaden, du machst auch extrem viel Bogen- bzw. Fernkampfschaden, ironischerweise. Das liegt aber auch am Bogen, weil das Set sehr, sehr schwer ist. Und ich finde tatsächlich, das ist bei Nacht so ein großer Vorteil. Es macht so viel Spaß, mit dem Set zu spielen. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr es mal bei Reda irgendwann bekommen solltet, dass ihr euch das dort holt. Nicht kauft, sondern es euch dort holt. Teile davon, es reichen ja schon 2 Stück. Und dann seid ihr eigentlich schon sehr, sehr gut ausgerüstet. Ich finde, das Set sieht fantastisch aus, doch was ist eure Meinung? Wie findet ihr das Set bisher? Optisch gesehen habt ihr es hier auch nochmal in einer kleinen Sequenz. Ich finde, ganz coole Elemente, auch gerade mit diesem Römerhelm und dann die Werwolf- bzw. Wolfskappe obendrauf, finde ich klasse. Ich glaube, es ist auch kein Reskin, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Auch mal was Gutes, ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich euch noch meine persönliche Kombination, wie ich es spiele. Und zwar habe ich eine Mischung aus dem Düster-Set und dem Werwolf-Set, und zwar die Werwolf-Kapuze und die düstere Rüstung, dazu nochmal den düsteren Helm und die Werwolf-Armschienen und Werwolf-Beinkleider. Die Runen, wie ich sie raufgepackt habe, seht ihr ja selbst. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen und dann könnt ihr das Ganze ja kopieren, solltet ihr davon Teile auch besitzen. Waffentechnisch bin ich ehrlich, ich würde da sogar bleiben. Ja, ich würde da nicht irgendwas ändern. Ich finde die Sense klasse und den Schild natürlich auch. Vielleicht könnte man sagen, man macht Doppelsense. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber schreibt mir mal eure Setmöglichkeit in die Kommentare. Und das war es jetzt eigentlich von meiner Seite, Freunde. Es gibt nur noch eins zu sagen. Ja, Dankeschön für den Support in den letzten Tagen. Sehr, sehr nice. Und ja, klar. Dränger-Daumen nach oben und ihr habt die Glocke schon aktiviert. Ja, die haben die Glocke schon aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.